Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, ich hatte ein schönes Video ich habe ein paar schöne Aufnahmen für euch gemacht zu diesem Stück hier. Und ich weiß nicht, was passiert ist, aber sämtliche Aufnahmen waren total unscharf. Und ich konnte das ganze Videomaterial nicht gebrauchen. Ja, und jetzt versuche ich das Ganze nochmal. Und ja, mache es dann jetzt gleich mal in einer anderen Farbe. Aber ich denke, also ihr könnt schon mal sehen, wunderschön. Das Gold von Victoria, ein Blaugold habe ich verwendet, ein bisschen gedudelt. Und ganz easy, ich habe einfach eine Plätzchenform genommen. No? Von daher wünsche ich euch viel Spaß. Ich mache das Ganze jetzt nochmal. Ich habe jetzt alle Einstellungen nochmal kontrolliert. Und diesmal müsste es funktionieren. So, ich habe mir hier mein Ringspiralbuch rausgesucht. Da sind schon so ein paar schöne Werke drin. Ich könnte ja irgendwann auch mal ja, so eine kleine Führung durch meine Bücher machen. Ganz unterschiedliche Sachen hier. Das ist mal sowas, was mir nicht gefällt. Ja, einfache Übungssachen sind hier drin. Und das ist ein Block von Chanson, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Den kennt ihr wahrscheinlich alle irgendwie. Habt ihr den schon mal gesehen? Ja, für so leichte Sachen ist das total super geeignet. Und ich nehme jetzt hier einfach mal die Rückseite von einem schon vorhandenen Werk. Ach, auch schön. Guck mal. Ja. Ach ja, solche Ringbücher sind einfach toll. Gut, ich werde jetzt anfangen und erstmal ein bisschen Farbe verteilen. Und ich werde diesmal ein bisschen in die Rot-Gold-Richtung gehen, würde ich sagen. Ich nehme mir hier meine Farben von Victoria, von VH Aquarell. Ich werde hier einen ganz zarten Rotton nur in den Hintergrund machen. Und dazu noch mein Rot-Gold, was ich habe. Das ist auch sehr schön. So leichte Schatten, das muss dann trocknen. Ja, das habe ich hier genauso gemacht mit Blau. Und ein bisschen Schimmer drin, wie ihr sehen könnt, der Hintergrund. Und das Ganze mache ich jetzt mal auch mit der Rotbasis. Ja, also erstmal Wasser drauf, erstmal Farbe einweichen, ne? Wisst ihr ja. Farbe einweichen ist immer wichtig. So, dann hier mal ein bisschen. Das ist übrigens ein Pinsel, den habe ich noch gar nicht viel benutzt. Der war bei einem Rubens-Kasten dabei, ein 04er. Espril, keine Ahnung. Nimmt auf jeden Fall eine Menge Wasser auf. Ich bin da gerade in das Gelb gekommen. So ein Hauch von Gelb kann ich da ruhig mit reinmachen. So, ich ziehe mir hier einen ganz groben Rahmen. Mache jetzt noch mal ein bisschen von dem Rot-Gold drauf, dass es nur so ein Schimmer nachher ist. Jetzt sieht es im Moment noch eher rosafarben aus, aber das ist okay. Das lassen wir einfach mal so trocknen. Ich habe mir auch gerade überlegt, vielleicht mache ich auch nachher die Kombi mit dem Orange und Rot. Könnte auch toll aussehen. Ich überlege mal noch. Ja, das Ganze muss jetzt erstmal trocknen. Bis später. Ja, ich habe jetzt doch noch mal ein bisschen Wasser einfach genommen und hier mal so ein bisschen drauf verteilt. Ich möchte ganz gerne noch so ein etwas blumigere Effekte haben. Mal gucken, ob das funktioniert. Und ja, jetzt lasse ich es aber auch dann trocknen. So, das Ganze ist getrocknet. Es ist anders getrocknet als erhofft. So ein paar Ränderchen, aber gut, das ist vollkommen egal. Es ist nur ein Hintergrund. Was ihr leider überhaupt wahrscheinlich nicht sehen könnt, ist, wie schön schimmerig das zwischendrin ist. Also ganz, ganz dezent ist da noch dieses Rot-Gold zu sehen, was ich drauf verteilt hatte. Ja, und jetzt
Ich setze hier nochmal so 1, 2, 3 Sterne. Gucken. Plätzchen formen. Wer keine Sterne malen kann, nimmt sich einfach Plätzchen formen. Total super. Praktisch. Ich fange erstmal hier an auf der Seite. Genau. So, jetzt ziehe ich mir hier mit einem Bleistift ganz zart nur eine Linie drum. Ich schnapp mir hier mein Winsor Newton 05 und ich ziehe erstmal die Sterne nach. Ja, und jetzt könnt ihr die füllen mit Mustern, die euch gefallen. Ich hatte jetzt hier schon ein paar schöne Muster, ganz einfache. Hier habe ich angefangen in den Ecken, habe die Bögen gezogen, jede Ecke und habe mich dann irgendwann in der Mitte getroffen. Ja, hier habe ich einfach Spiralen versetzt, gemalt und hier die Pünktchen. Und jetzt schaue ich mal und überlege mir mal, was ich hier für Muster reinmache. Ja, und ich bin diesmal tatsächlich einfach mal bei Pinterest reingegangen, habe Zendoodle oder Zentangle eingegeben und habe mich da von den unfassbar vielen Vorschlägen, die es gibt, inspirieren lassen. Und diese 3 Sterne wären tatsächlich eher so ein bisschen Zentangle-lastig, aber auch ganz interessant und spannend. Ihr findet da tausende von Möglichkeiten, von Mustern, die es gibt und ja, manchmal ergibt ein Muster im Kopf das nächste, denkt man sich, ach, nächstes Mal kann ich es mal so oder so machen. Ne? Also da könnt ihr euch jetzt austoben. In den Sternen sieht alles irgendwie ganz toll aus. Ja, ich habe mir tatsächlich diesmal ein bisschen aufwendigere Sachen ausgesucht. Die waren sehr, sehr zeitintensiv, aber es hat so viel Spaß gemacht und es hat mich so runtergebracht zur Ruhe, an diesen Stern zum Beispiel hier herumzukritzeln. Wahnsinn. Also ich kann das jedem nur empfehlen, wer ein bisschen den Kopf total frei bekommen möchte, der macht sowas. Auch dieses hier wird jetzt ein klassisches Muster, was ganz oft bei Zentangle vorkommt, in unterschiedlichsten Varianten. Ne? Ich mache hier diese kleinen Bögen und die Zwischenräume werden schwarz ausgefüllt. Das ist ganz wichtig, dann wirkt das erst so ein bisschen besser. Ja, das ist jetzt im Grunde wie ein Blütenblatt und dieser ganze Stern wird mit versetzten Blütenblättern gefüllt.
Dann habe ich angefangen, habe mir meinen feinsten goldenen Fineliner geschnappt und ihr seht ja schon, die Arbeit nimmt kein Ende. Ich habe dann hier innen drin nochmal diese ganze Blütengeschichte verziert und jetzt schnappe ich mir hier mein Rotgold, eine Metallicfarbe. Die schimmert wunderbar, wenn sie getrocknet ist und fülle damit jetzt diese kleinen Innenflächen nochmal mit diesem Rot-Gold-Ton. Und ja, es ist irre. Und dann mittendrin habe ich mich entschieden, okay, ich mache nicht alles Gold, sondern ich nehme auch noch ein Grün dazu. Und das sieht dann, finde ich, richtig schön aus. Ja, und zum Abschluss kommt jetzt noch mit dem gleichen Rot-Gold-Ton ein schöner Rand um den Stern und dann ist der erste Stern fertig. Und also der gefällt mir wirklich richtig, richtig gut, da bin ich ganz glücklich mit gewesen. Sehr viel Arbeit, aber auch sehr schön. Für den zweiten Stern nutze ich hier auch eine Metallicfarbe, ein Rotbraun. Damit fülle ich jetzt diese kleinen ovalen Flächen aus, die dort vorhanden sind. Und die Zwischenräume mache ich dann mit zwei verschiedenen Grünen voll mit Aquarellstiften. Das geht dann ein bisschen besser und ich male einfach dann über diese Striche, über die schwarzen hinweg. Das ist überhaupt nicht schlimm und verziehe das Grün dann nachher und auch der wird richtig schön. Ganz, ganz interessant von der Art, wie er nachher schimmert. Dieser Stern bekommt eine Umrandung aus einem Metallicgrün, das nennt sich Armeegrün. Das ist auch wunderschön, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, diese Grüntöne, ein Traum. Also wie gesagt, ich kann es nicht oft genug erwähnen, schaut gerne bei Victoria vorbei in ihren Shop. Sie hat wunderschöne Farben und vor allen Dingen wirklich jetzt ganz viele Töne, die halt auch goldschimmerig sind oder silberschimmerig oder verschiedene Kombinationen aus Farben sind. Und zur Weihnachtszeit ist das ein Traum. Ja, und dann geht das hier weiter mit dem nächsten Stern. Da fange ich jetzt tatsächlich erstmal mit einer ganz normalen roten Aquarellfarbe an und setze hier die Streifen in einen Rotton. Und danach kommt natürlich aber auch ein bisschen Glimmer wieder ins Spiel. Der nächste Grünton, den ich hier benutze, nennt sich Olivgrün. Auch das eine wunderschöne Farbe, auch die so perfekt geht zu Weihnachten. Diese Grüntöne sind einfach so schön natürlich und nicht so, die sind nicht so blau-grün, sondern wirklich super passend und ja, ich male da total gerne mit. Macht unfassbar viel Spaß.
Ja, und dann habe ich hier in der Zwischenzeit die anderen Felder ein bisschen mit Aquarellstiften versehen. Ich wollte da so fließende Übergänge machen. Habe mir 2 verschiedene Rottöne ausgesucht und noch so Goldgelb. Und das verziehe ich jetzt einfach ein bisschen. Und dann kommt hinterher nochmal der goldfarbene Feinliner in Einsatz, wenn das getrocknet ist. Und mache da nochmal ein paar Muster drauf. Ja, zum Ende hin kommen jetzt noch die Aufhängungen der Sterne. Ihr könntet die natürlich auch so auf dem Blatt lassen. Ich mache immer die Aufhängung so ein bisschen mit kleinen Kringeln und ein bisschen gewellt. Ich finde, das sieht ein bisschen interessanter aus, als wenn sie einfach gerade runtergehen. Aber das bleibt jedem von euch selber überlassen. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, mir dabei zu folgen. Ihr habt ein bisschen Inspiration bekommen. Ich packe jetzt ans Ende von dem Video noch die ganzen schönen Detailansichten. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen da. Abonniert meinen Kanal, empfehlt mich weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video dann wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Melanie.